Stravete und herzlich willkommen. Wie im letzten Video versprochen, machen wir heute eine kleine Runde durch den Garten und ich zeige euch mal ein paar Projekte. Und am ersten Projekt stehen wir hier auch schon. Das ist oben bei uns auf der Terrasse. Das hat meine liebe Ehefrau, die Lena, gebaut. Das ist eine Bank, Wachszentrum und alles. Hier oben sieht man schon, da ist der Hopfen. Da wird irgendwann mal Bier draus. Mal gucken. Hier vorne gibt es auch noch so einen Kübel. Da sind Erbsen drin. Ja, und an sich die Bank, die muss man sich mal angucken. Also das ist massives Holz, 5 mal 10 cm sind diese Dinger und zwischendurch halt jede Menge Latten. Ja, also das war ein Riesenteil. Das hier ist jetzt dieses Jahr nochmal, diese Teile hier, die sind jetzt dieses Jahr noch fertiggestellt worden, jetzt vor kurzem erst. Dann haben wir hier unten, da sind noch Tulpen drin, da ist Basilikum, das ist, habe ich schon vergessen, also hier wächst auch jede Menge Kram. So, dann gehen wir jetzt mal weiter runter, ich zeige euch noch mehr. Hier stehen wir also an unserer Wasserstelle im Garten. Hat einmal den Vorteil, man kann hier zwischendurch mal die Hände waschen, man kann Wasser für die Tiere rausholen. Wir haben sonst nichts gehabt, wir haben sonst immer nur die Schläuche überall gehabt. Die liegen jetzt auch noch kreuz und quer, weil hier auch noch ein bisschen gebaut wird. Ihr seht das hier unten. Hier muss noch ein bisschen grüner werden. Steht deswegen hier quasi mitten im Garten, weil da unten, nee Quatsch, da oben kommt unser Wasser raus, da oben von der Straße. Und hier weiter unten, hier fließt also ein Rohr bis runter zu unserem Pool. Da kommt dann irgendwann auch mal so eine Duschanlage hin und ach, ihr wisst das, man hat ja immer so viele Ideen. Jedenfalls geht hier vorne direkt das Wasser her, die Wasserleitung. Davon haben wir also einmal ja, eine Leitung quasi nochmal abgeklemmt mit so einem T-Stück. Und dann geht das hier unten rein. Kann man hier wunderbar aufdrehen. Hier kommt das Wasser raus, sprudelt. Alle sind glücklich und zufrieden damit. Man kann auch Blumen gießen und da oben die ganzen Pflänzchen und den Rest zeige ich euch jetzt gleich noch. Wir haben hier so einen Teil von Gardena, das sind ganze 15 Meter, die hier drauf sind. Dazu muss man, kann ich gar nicht mehr hören, so, hier unten den Schlauch hier einmal angeklemmt. Hier oben, das ganze Ding kann man dann ziehen. Das zieht man und zieht man. Also hier lümmelt nichts mehr rum. Die andere Seite, die ist schön fest. Man kann diese ganzen 15 Meter, wenn man will, kann man ganz ausziehen. Und dann macht man hier noch so einen kleinen Ruck dann. Also zieht sich wunderbar dann wieder rein. Ist eine ganz feine Geschichte. Man könnte jetzt auch sagen, ja, brauchen wir nicht alle wieder Schnickschnack. Aber so ein bisschen Schnickschnack hier draußen finden wir beide auch schon ziemlich geil. Rohre sind nicht wahnsinnig tief hier unten in der Erde. Wir haben jetzt auch nicht hier großartig isoliert, weil der ganze Bereich ab da oben mit Poolleitung da unten und hier vorne bei dieser Wasserstelle ist im Winter sowieso kein Wasser drin, da platzt auch nichts auseinander.
und jetzt gehen wir mal runter, noch ein Stückchen weiter in unseren Garten zu unserem Projekt. Da sind wir schon ein bisschen länger dran, ist dafür aber umso schöner. Das hier ist das Hühnergehege. Die sind momentan noch im ganzen Garten unterwegs. Das wollen wir nicht, zumindest nicht auf Dauer. Die können sicher zwischendurch dann auch noch mal raus, aber die müssen nicht überall immer hin alles zuscheißen und tralala. Das brauchen wir nicht. Jedenfalls gibt es jetzt hier dieses Gehege dann dafür und da haben wir uns gedacht, wir machen nicht nur ein Gehege, es kann ja noch ein bisschen mehr werden. Wir werden ja auch nicht jünger, also ständige Bücken und so. Deswegen haben wir hier die Hochbeete gemacht. Wir haben ja schon mal vor ein paar Jahren ein ganz großes Feld ganz unten im Garten angelegt. Wir wollten das jetzt ein bisschen komfortabler haben. Komfortabel, wenn man es selber macht, heißt auch immer ganz viel Arbeit. Die Arbeit hatten wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Das sind also hier die Hochbeete, das ist eins davon. Da drin sind Möhren, Zwiebeln und Lauch ist da drin und dieses Ding ist da drauf, weil unser Babykätzchen auch ganz gerne mal aufs Klo geht. Stichwort Komfort, hat die natürlich hier ganz toll. Dahinter sind Zaunlatten. Wir müssen mal gucken, wie das klappt mit den Hühnern oder ob die dahinter hochklettern. Das gucken wir dann mal, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Dann gehen wir mal zum nächsten. Hier vorne in dem Beet sind Tomaten, Basilikum und zwischendurch auch Zwiebeln. Wir haben nicht zu viel Geld, wir haben nur hier die Münzen mal reingetan, weil wir wollten das mal testen, wie die Ameisen das so finden. Wir haben mal einen Bericht gesehen, da hat das ganz gut funktioniert. Hier scheint es auch mal noch zu funktionieren. Ist noch nicht der super duper Geheimtipp, aber wir haben das noch probiert und im Moment ist es mal noch ameisenfrei. Hier vorne in den nächsten Beeten, hier sind Tomaten, Basilikum. Hier sind Paprika und Zwiebeln. Ja, wir haben auch die Stöcke hier reingemacht, auch wegen dem Kätzchen. Weißt du, da gibt man sich so viel Mühe und die Scheißkatzen, die nehmen das als Katzenklo. Die können den ganzen Garten nehmen. Ist gut. Weiter hier vorne. Hier ist Menta. Salbei. Hier ist Salbei. Und das andere heißt Thymian. Ja, guck. Und Wein. Thymian. Das. Ja, und natürlich der Wein. Den müssen wir auch noch einbuddeln. Also ihr seht, es ist noch nicht alles hier fertig. Aber das hier muss auch noch gestrichen werden. Das haben wir gestern noch gemacht. Ist einbetoniert. Das kommt dann, da wird dann noch ein Tor dran gebaut. Also es ist noch nicht ganz fertig. Deswegen sind die Hühner auch noch kreuz und quer verteilt. Nächstes Beet, Gurken, Basilikum und natürlich wieder Zwiebeln. Dann ist hier vorne eine bisschen höhere Apparatur, aber auch genau dieselben Materialien wie bei den anderen. Hier sind die Erdbeeren drin und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dass der Ryan sich hier vorne dann irgendwie so einen Liegestuhl hinbaut und den ganzen Tag dann hier draußen sitzt. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie so ein ganzes Ding entstanden ist. Dann kommt mal rum. Hier sieht man auch noch so ein bisschen was. Also das Ganze war erstmal so ein Grundgerüst von den 5x10er. Davon ein Grundgerüst gemacht, die hier zur Verstärkung, Winkel von 45 Grad noch da dran gebaut und dann hat man so einen Kasten dann schon mal zusammen. Nachdem wir die Kästen fertiggestellt haben, konnte es dann hier in die Verblendung gehen. Ich zeige euch das mal, wie die aussahen. Man muss dann halt immer noch die Rinde runter. Ja, ein bisschen sauber machen und das ist das Holz halt. Ja, dann kommt da rein, unten kommt so ein recht schmales Gitter.
haben wir reingetackert, damit von unten also nichts kommt. Schlangen, Eidechsen, Maulwürfe, Zwerge, was man halt so hat. Und dann rundrum, also nicht mehr unten am Boden, kommt diese Folie. Das ist so eine Drainagenfolie heißt die. Die kriegt man auch eigentlich überall in jedem Baumarkt. Also dieser Teil, ihr seht das, wir haben nicht mehr so weit jetzt da hinten. Ab dem nächsten Meter geht halt dieser Zaun auch noch mal weiter. Das müssen wir dann halt noch machen. Die Dinger, die sind alle immer durch so einen Streichmus, durch einen Abrichthobel gehen die. Die sind richtig schön glatt geworden. Das macht die Lena alles. Streichen konnten wir auch schon mal die Jungs, also sprich den Ryan und seinen Kumpel für einspannen. Das ist alles viel. Es ist ein großes Projekt. Wir könnten auch andere Sachen machen, aber wir hatten Bock auf das hier. Wir hätten auch einfach so einen Elektrozaun irgendwie mit Gittern oder sonst was aufstellen können. Hätte Fahrradkette. Wir hatten Bock da drauf. Wir haben Bock hier drauf und ja, das war es auch schon. Es gibt noch bestimmt mehr Projekte, was es noch so alles einfällt, was wir noch so fabrizieren, wovon ich euch berichten kann und auch werde, fest versprochen. Also irgendwas zu tun ist immer. Ausruhen machen wir dann, wenn uns danach ist. Im Moment ist uns überhaupt noch gar nicht danach, gerade wenn man so ein geiles Wetter jetzt hat. Es gibt nichts Schöneres, wie draußen zu werkeln, finden wir. Die ganzen Tiere sind dabei, alle sind zufrieden, alles ist cool. Für heute sind wir fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal natürlich gerne abonnieren. Teilt das Video, wo immer ihr wollt. Und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Do widzenia und ciao.